Guten Abend, meine geschätzten Damen und Herren. Mein Name ist Isaac Josia. Nach 4 Jahren Recherche kann ich euch erklären, den Ursprung aller europäischen Sprachen mit pelasgischer Lyrisch gibt. Wie sprach der Mensch am Anfang? Mit einem Vokal entsteht ein Wort und 2 Verben. Mit diesen kann man 2 Sätze bilden. Und das zweite Thema wird, wie sind wir verwandt? Verwandtschaft durch 3 Sprachen des indoeuropäischen Sprachgruppe. Slawisch, Germanisch, Latein. Weil diese 3 Sprachen decken über 95% von allen Sprachen in Europa. Da können wir mal starten mit lebenswichtigster Priorität. Wir denken immer Auto, iPhone. Nein. Priorität Nummer 1 ist Air, Luft. Und vom Air sind viele Wörter entstanden. Airbus, Airplan, Airfrit etc. Die zweitwichtigste Sache im Leben ist Wasser. Nach 3 Tagen sollte der Mensch Wasser haben. Und die nennt man Ul oder Ul, Meul, Mul, Muli, Müller. Sind auch Namen entstanden. Aber vor allem wichtigste, wo ziemlich viele auf der Sprache hat sich beeindruckt, ist Essen. Nach 10 Tagen, wenn ein Mensch nichts zum Essen hat, da ist nachher leider tot. Und Essen, das Primitive, war A und A. Ich esse. Und später finden wir zu allen 3 europäischen Sprachgruppen diese A. Bevor ich starte, euch zu erklären, möchte ich gern über Rotazismus, rotieren, die Wörter, wie ist das? Ohne das können wir nicht weitergehen. Da habe ich mich etwas vorbereitet. Erkläre ich genau, wie es funktioniert. Wir haben ein Rot. Es ist nicht die rote Farbe, sondern Rad. Und diese Rad durch Sprachen ändert sich. Vielleicht von diesem Rot ist auch Rotor geworden, auch Motor geworden. Egal. Wir gehen jetzt mal zu rotieren die Wörter. Wenn man D spricht, andere Länder sagen W. Zum Beispiel Abraham, Avram, derselbe Prophet. Amerika, Amerika. Europäer sagen Amerika, Asiaten, Amerika. Julio, Giulio. Water, Wasser. Das ist Rotation. Ich habe mich die Buchstaben, die sie rotieren, damit wir verstehen, um was sprechen. Nehmen wir S und T. Germanisch wird gesagt Wasser, Englisch Water. Das Telefon wird mit F gesagt. Und das F heißt Phone, sagen. Und Tel ist Draht. Ins Draht etwas sagen. Dann, wie ich sagte, B wird mit W oder V sagt man germanisch, R mit N, R, L, J, G, H, das ist fast dieselbe Buchstabe. Das sehen wir später an. Und das F mit H. Wenn wir sagen Forza, germanisch heißt hart. Das F wird H. Fort, hart. Diese Vokal ist ein Buchstabe. Diese Buchstabe werden wir oft treffen. Die erklärt uns, wie hat sie zu jeder Sprache integriert. Das A beim Germanisch wird zu U umleiten. Und UVW, das ist dieselbe
Buchstaben. Jetzt machen wir ein Beispiel. Der Arban im Süden heißt Arvan. B wird V oder W. Vom Westen wird Alban erwähnt, vom Osten Alvan. Also, da sehen wir, R wird L und B wird V oder W. Zum Beispiel, mein Nachbar Michael, kaum gehen wir zum Nachbardorf, heißt Michael. Gehen wir nach Italien, heißt Michelangelo. Gehen wir nach Spanien, heißt Miguel Cervantes. Kommen wir zurück nach Frankreich, Michel Platini. Gehen wir nach England, Michael Jackson, Jakobs Sohn. J wird G. Ja? Kommen wir zurück nach Deutschland, heißt Michael. Diese da müssen wir immer dran haben, damit wir erklären, warum ist das so. Weil alles, was da in der Nähe ist, rotiert sich, je nach Volksgruppe. So, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich euch gerne präsentieren die 3 größten Volksgruppen, also Sprachgruppen, weil jetzt sind viele Völker entstanden, aber irgendwann waren wir zu wenig und heute sind fast 1,5 Milliarden in Europa und jede Sprachgruppe hat eigene Sprachgruppenentwicklung. Aber der Kern liegt immer noch dasselbe. Ich habe hier die Wurzeln, die wachsen und dann durch 3 Sprachgruppen, Lateinisch, Germanisch, Slawisch. Am Ende ist da die Erklärung. Habe ich abgedeckt, dass wir mal sehen, um was geht es hier. Wir sprechen viele internationale Wörter. Wenn ein Ukrainer sagt Parlamentär, der Franzose versteht ihn. Wenn ein Spanier sagt Revanchiere, der Serbokroate versteht ihn. Warum ist das so? Weil diese Wörter haben irgendein, die sagen etwas, aber wir müssen mal forschen, was sie sagen. Dann haben wir Prinz, Priester. Was bedeutet das? Wir wissen, Prinz ist vom Märchen jemand. Nein, Prinz ist eben etwas anderes, wenn wir sehen, was bedeutet Prinz. Ich habe da genommen noch Gott, der ziemlich nah ist mit Pelasgo-Illyrisch Chip. Gott so. Wer waren die Pelasgen? Pelasgen wissen wir von Homer bei Iliada, sagte, diese Volk, die eigene Götter ehren und die ihren Götter Füße nicht waschen. Das war dasselbe Gott, dasselbe Volk. Nur die in Athen waren die Zivilisierten und die anderen waren die Barbaren. Immer noch heute sagt man, die wo in Staat sind die, und die anderen sind. Das ist beim Menschen, das liegt so. Jetzt schauen wir mal, was bedeutet diese Re, Para, Pari, Prin, Sot. Und das hält immer noch diese Sprache Illyrisch, die zu Pelasgisch landet. Und Pelasgisch ist nichts anderes als unsere Vorfahren vor 3.000, 6.000 Jahren. Weiß ich auch nicht. Gut, jetzt tun wir mal abdecken hier, entdecken und schauen wir, was bedeuten diese Wörter. Ja. Re ist feminin. Ri ist maskulin. Neue, erneuern. Para ist vor. Pari erst. Prin, der Führer. Der vorne führt. Stellen Sie mal vor, in einem Dschungel, einer geht mit Machete, macht den Weg und hinten die Volksleute. Also der Volk hinten. Und der, der den Weg macht, ist der Prinz. Und der Priester ist nichts anderes als der Geistliche. Jetzt haben wir ein Wort Re, Noah. Am Anfang war Re. Durch Rotationismus ist auf Ne.
mit Jahrtausend. Und von Ne haben wir Neue, Nova, New York, etc. Alles mit N ist später und Re ist immer noch auf Chip Re. Und zu Gott. Ja, weiß ich nicht, was soll ich sagen? Gott ist dasselbe, meine Meinung. Vielleicht bin ich falsch. Gott, so, nur Gott wächst mit so. Und was ist der Zeus? Ist nichts anderes als T mit S. Sot, Zeus. Jetzt erkläre ich mal 4 Wörter, die wir international nennen. Reformieren. Was ist Reform? Re wissen wir jetzt. Ist neu. Und Form ist Form. Ein Ovalform machen wir quadratisch. Ein quadratisch machen wir Dreieckform. Also, wir nehmen eine bestehende Form, eine bestehende Sache und tun wir nur andere Form geben. Und das ist die Reform. Religion, was ist Religion? Es ist Neue. Aber Liga, was ist? Liga ist nicht anders. Liebe, Livia, Bund, Binden, neue Bund heißt Religion. Was ist Parade? Parada. Da. Vorne gibt es. Vor uns passiert etwas. Das ist die Parade. Das ist Paramilitär. Paramilitär sind immer die Soldaten, die vor reguläre Soldaten machen etwas, was nicht schön ist. Ja? So viel von unseren 3 Sprachgruppen, die erklärbar sind mit Pelasgöderisch Chip. Also, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Da haben wir mal einen Vater, eine Mama und Bruder. Was bindet uns da? Tata, glaube ich, südslawisch. Otec, westslawisch. Tatko, aus südslawisch. Vater, deutsch. Padre, lateinisch. Pater, griechisch. Vater, englisch. Aber in der Mitte sehe ich immer ad, od, ad, od, ad, od, ad, od. Was heißt das? Auf Chip-Sprache heißt immer noch ad. Und ad ist Vater. Ad Cervista, ad Papa Christo Negovani. Wir nennen immer noch ad. Und vom ad ist Athnie, Vaters. Ethnie, Ethnie. Das heißt von dieselben Vater oder von der Verwandtschaft von Vater. Auf rechter Seite haben wir ein Mama, Ams. Genitiv, Mutters. Vermutlich, es ist mit T rotiert, kommt Amt. Ja, wir haben ein Vaterland und mehrere Ämter. Amt für Statistik, Amt für Sozial, Amt für Wirtschaft, Bauamt, Polizeiamt. Also das ist vermutlich diese Register, die man schreibt die Zahlen. Meine Meinung nach. Oder könnte etwas sagen. Aber nach meiner Meinung ist genau diese Register, die alles schreibt, wo sind seine Zahlen, seine Leute. Und Chip heißt immer noch am Mutter. Jetzt haben wir Vater, Mutter, die haben 3 Kinder. Eine wollte sie Brater wählen, der andere Bruder, der dritte Fratello. Das Tonslawisch, das Germanisch und das Lateinisch. Aber was ich sehe hier immer Bra, Bru, Bra. Und das da ist Neue. Was ist das? Das ist nichts anderes, meine Damen und Herren, als Vla. Immer noch heute, der Bruder wird Vla erwähnt. Und durch Rotieren, W mit B, kommt anstatt W, B, B. Und hier F erkläre ich später. Und L rotiert mit R. Also da kommt Bra. Bra
Ich habe gesagt am Anfang, der A wird Richtung U beim Germanen, kommt es immer öfter, und Frau. Also dann haben wir Brate, Bruder, Fratello. Es kommt nur durch Rotieren. W mit B, L mit F. Wie ist das F? Ganz einfach. B wird P, P wird F, Philadelphia, und F wird Frankfurt. Also, dann haben wir das B, die durchrotieren, wird Fre, und das Telo ist Null. Das sehen wir, da wir stammen von At, von Am und von Blau. So ist erklärbar. Gehen wir zum nächsten Thema. Das ist der Computer von unseren Vorfahren, meine Damen und Herren. Am Anfang sagte ich mit einem Vokal ein Wort und zwei Verben. Wort, Verb, Verb. Das einfache A, das A mit Fragezeichen schauen wir mal, und A mit O, Richtung O. Jetzt sage ich, was bedeutet. Das spricht man immer noch in Dialekt bei uns. Es ist immer noch. Und wir werden sehen, dass diese A ist hier integriert und diese A Richtung O werden wir in folgenden Untertitel sehen. Also, ich mache mal auf und schauen wir, was da liegt. A, essen. A mit kurzer A, ob. Und A Richtung O ist. Zum Beispiel mache ich einen Satz. Atigramm. Ob Vater isst Nahrung. Die zweite. Atinspiel. Ob Vater zu Hause ist. Ja, mit Ati. Und das ist ja Essen oder zu Hause. Jetzt habe ich hier von drei Sprachen: Stück, Germanisch und Lateinisch. Manger spricht man manger. Hunger ist Hunger. Anger ist Stück. Und was ich sehe hier, gibt immer drei Farben. Hier haben wir eine Gier, hier ein N und hier haben wir ein A. Und wie ich sagte, beim Germanisch meistens A wird mit U und verstärkt mit ein A. Und beim Lateinisch haben wir reine A und ein M. Also, jetzt schauen wir mal, was bedeuten diese Wörter. Und dann schauen wir, unsere Vorfahren machten für uns etwas, das wir verstehen. Also, der Gin, respektive Gingir, ist satt. Immer noch heute sagt man Augine, satt. Und A ist dasselbe, essen, und N ist zu und Me ist mit. Also, beim Lateinisch haben wir Me, A, ne, gir. Manger, Gir, Hunger, Anger. Also, das sind diese drei, also respektiv, da haben wir ein Wort, Verb. Mit zwei Wörtern, zwei Verben können wir drei Sprachen erklären, um Hunger, Manger. Und dasselbe ist für Nahrung gemacht. Schauen Sie hier Germanisch. Nahrung, slawisch Hrana, Gran. Das Gir ist jetzt verkürzt und ist rotiert. G, hier mit A. Und A bleibt immer nur das Essen und beim Germanisch geht Richtung U. Und N zu ist da.
Und das da ist neu und das da ist neu. Also unsere Vorfahren machten ein Wort so, dann mischten und versteht sie der Germane, der Slave und der Schiffssprache. Das ist diese, wo ich sage, wie könnten unsere Vorfahren uns so etwas vorbereiten, die alle drei Sprachgruppen sich verstehen. Ich hoffe, habe ich das gut schon erklärt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Mit Zeit haben wir die Tiere gezüchtet. Ich habe hier einen Wolf, Deutsch, Germanisch, Englisch. Ich habe auf Slavo-Mazedonisch Volk. Das wird als W gelesen, trotz das V steht. Bulgarisch Volk. Da fällt jetzt eine O. Süddialekt Stip Ulk. Aber der Anfang war Uk. Jetzt von U ist V geworden. Da hatten wir hier U, V. J wird L. Da hatten wir J wird L. Also vom Uk, Uik, Wulk, Wolk, Wolf. Ja. Und da haben wir einen Hund gemacht. Und Hund ist nicht anders als Nase. Vermutlich, der Hund wurde durch die Nase erwähnt und heißt Hund. Oder soll die Germansprache erklären besser. Ja? Und dass da Uk so kurz gesprochen wird, gibt es immer noch Familienname Uka. Gehen Sie in Google, prüfen Sie bitte, wie viel Ukas gibt. 100. Und Uk heißt Wolf. Das ist meine These. Und auf Stip heißt der Hund Chen. Wenn ich das entziffer, heißt der beißt zu. Ch, A, haben wir gesehen, A, Ch, A, N. Der beißt zu. Und Lateinisch heißt Kano. Aber was Lateinisch bedeutet, das weiß ich nicht. Und das ist meine These. Jetzt gehen wir mal, von wo ist entstanden das Buch. Ich habe jetzt hier zwei Philosophen, deutsche Philosophen, der Johann Gottfried Herder und Cadillac. Der war der Meinung, dass wir nichts von Tieren mitgenommen haben zu sprechen. Er war ein guter Philosoph. Aber der Cadillac sagte, dass wir haben mit Tieren im Vergangenen gehabt etwas. Und das, meiner Meinung nach, das ist jetzt eine Theorie. Das Uk kommt von Eulen. Der Wolf wie Eul, so ist aufgenommen an der Ohr und so wurde gesprochen. Au, Uk. Das ist eine Theorie. Vielleicht gibt es anderes. Aber meiner Meinung nach, das ist so. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. So, meine Damen und Herren, da hatten wir Tiere, Nahrung, der Mensch mit seinem Ego möchte das versichern. Ja, wie versichert man? Im Vergangenen. Heute haben wir Stahl seit 200 Jahren, Metall seit 4000 Jahren, Bronze seit 5000 Jahren. Aber was hat uns meistens begleitet? Dass zu jeder Sprache haben wir etwas. Schauen Sie mal hier. Sigur. Slawisch Sigurno. Ossicurare, also serbokroatisch. Italienisch Sicurazione. Spanisch Seguro. Romanisch Assicurare. Englisch Security. Deutsch Versicherung. Aber in der Mitte sehe ich irgendetwas, wo es kommt immer dasselbe. Was könnte das sein? Ja, nichts anderes als Schifferfeld. Das sind zwei Wörter. Si heißt wie, Gur heißt Stein. Warum Gur und nicht Metall und nicht Stahl? Weil, meine Damen und Herren, diese Mittel von Natur hat uns Jahrzehnte begleitet. Wir nahmen das in Natur, brachen
Und danach machten wir Werkzeug. Wir haben uns geschützt, wir konnten schneiden und das ist viel länger als Stahl und Metall und Bronze. Darum, meiner Meinung nach, dass so viel die Menschheit geprägt hat und darum ist immer noch bei jedem Wort mit Versicherung, Sicherung und Sicuro immer noch diese wie Stein, wie Stein, wie Stein. So erkläre ich. So, gehen wir zu einem anderen Thema. Also, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir mal zum Kochen. Deutsch kochen, Dänisch kochen, Serbokratisch Cucina, Französisch Cuisine, Italienisch Cucina. Wieder kommen wir zu dasselbe. Wir haben ein Ku, Kui, Ku und Si, 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 Hi, Ke, Hi. Und ein N. Wir wissen schon, zu. Warum ist dasselbe? Ja, heute haben wir in der Küche backen, frittieren, Glas, Tomate, so kompliziert. Als der Mensch Fleisch kochte, zuerst hat gebraten, aber für ältere Menschen musste kochen. Irgendwann ein Mittel, bevor Metall, vermutlich vom Glina etwas, in heißem Wasser hat es gesiedet. Sieden. Jetzt schauen wir, was bedeuten diese Wörter. Ja? Also, Ku heißt wo und Sie heißt Sied, Sieden, Heißwasser. Kusin, Kuche ist das Sie drinnen. Weil das ist viel länger gegangen, bis es Korn gab, um Brot zu backen und andere Sachen in der Küche zu brauchen. Meiner Meinung nach Braten war es Sieden mit Heißwasser. Und dann später hat man die Küchen eingerichtet und kompliziert gemacht. Aber wenn man fragte, wo ist Mama, sagte Kuche, dort wo ich 2 Steine und sie ist am Sieden. Das war so einfache Mittel. So erkläre ich. So, jetzt gehen wir noch zum vorletzten Thema. Da haben wir etwas Italienisch, Lavatrice, Lavaggio. Da haben wir Laguna, Lago Maggiore, Lac Leman, City Lake, Vlažnoslavisch, Lack. Aber es fängt da von La, Lava, Lack, Lack, Latsch, Lack. Das sind 2 Wörter. Es ist ein Wort und ein Verb. Jetzt mache ich mal auf und schaue, was bedeuten diese Wörter. Immer noch wird es so erwähnt. Ja? La heißt waschen, Lava gewaschen, das sind die Konjunktionen. Lack ist nass, Lack ist feuchte Gebiet, da wo die Becher gehen, sammeln sie, heißt Lack, Latsch. Und von dort vermutlich Lake und Lago. Und Ulack, U heißt wurde, nass, und das U wird V, wie ich sagte, UV, und beim Slawisch finden wir das als Vlag, Vlažno. Also, das sind die 2 zusammen und kommt so. Und jeder Lac Leman ist ein feuchtes Gebiet. Und Lago Maggiore ist ein nasses Gebiet. Und so sind diese Wörter entstanden. Ja. Jetzt gehen wir zu noch einem. Also, wir haben hier Si, Se, She, N, Ni, Ma. Mit diesen Wörtern machen wir Schön, Sign, Al, Französisch, Nishan. Das brauchen die Slawen zum ins Visier nehmen und dann schießen mit
Luftgewehr oder die Türken und Verlobung ein Zeichen oder griechisch Schema mit S am Ende oder englisch Semaphor. Jetzt habe ich versucht, diese Wörter mit Farbe zu machen, so, damit wir verstehen, was es bedeutet. Und wie ist das entstanden? Ja? Also, Sie Norddialekt, Südtumoni, Sä Mitteldialekt, Auge, Schä verstärkt, Sä, S verstärkt mit Sch, Schä, Sä. Nö ist immer noch zu, Ni ist ein, Ma trägt. Schä, nö, Sä zu, ein Signal. Signal, das alles Französisch, aber Sin ist Seh zu. Nishani ist ein Sehen zu. Also ein Signal, aber jeder hat sie anders formuliert. Griechisch Schema trägt Signale. Eine Schema trägt mehrere Signale, Elektroschema und verschiedene Schema. Und das S ist typisch griechisch. Da wissen wir. Und Semaphor ist Sehen, trägt das von hier, zeichnen vorne, nicht hinten, vorne. So verstehe ich das. Und das wäre die Lösung. Prüfen Sie mal, überlegen Sie, ob das so stimmt. Aber das, was alles abgedeckt war, spricht man immer noch in Dialekten und nicht in die Standardsprache. Weil dort ist eine Buchstabe zu viel und dann versteht man nicht, um was es geht. Also, jetzt möchte ich mal mit 1, 2, 3, 4 Wörter, 3 Sprachen zeigen, wie sie entwickelt sind. Arrivo, Italienisch, arrive, Französisch, arriver, Englisch, arriver, sorry. Ruschit, Stipp, rutschen, Germanisch. Stri, Stipp, Strecke, Germanisch. Stretch, Englisch. Wie sind diese Wörter zusammen gemacht? Nicht heute, nicht gestern. Das ist vielleicht vor 3000 Jahren. Aber heute brauchen wir diese Worte so. Also, wir haben ein A. Diese erste A, primitive A, O. A ist mit O, wie gesagt. Und die andere A mit Fragezeichen war ob. Und die normale A war Essen, diese primitive S. Also diese primitive ist da. Und Ri heißt steh. Und Sti heißt stoße. Und Schi, Stit, Ski heißt glätten. Aber rutschen nicht. Weil das sind 2 Wörter. Jetzt beim Rishit haben wir steh und skien. Heißt rutschen. Also wenn ich stehe und skie, rutsche ich. Aber ich bewege mich nicht. Der Kamion, wer rutscht, er steht, ski, rutscht. Stri, strecken, stretch. Haben wir wieder Ri hinten und Sti stoßen. Das wird so passieren. Sti, Ri, Stri. Also nochmal Sti, Ri. Wenn ich stehe und stoße, strecke. Sti, Ri. Ah, na hier. Sti, Ri, Stri. Strecken. Stretch Englisch. So ist das entstanden. Das habe ich erklärt. Jetzt beim Arriva. Wenn der Zug kommt nach London oder Paris, heißt Arrivé. Eigentlich, er ist da, ist stehend, er ist ruhig, er ist vor 3 Sekunden angekommen und nicht kommt jetzt. Noch einmal. Ari, Arrivo, Arrive. Das ist neue und das sind die Prototyp, die alten Wörter.
Und so versteht man besser die Sprache. Okay, meine Damen und Herren, es wird ziemlich weit. Der nächste Dokumentar werde ich noch viel erklären. Beim Winter, Finster, Fenster. Warum haben wir ein T hinten und hier ein S? Und den wissen wir. Und das, was bedeutet. Und meinen und mente, wie nah sind diese zwei Wörter. Und was heißt Baltikum? Was heißt Karpaten, Interlaken, Trogir etc. Aber das machen wir beim nächsten Dokumentar. Und Sie sehen auf Wiedersehen. See you tomorrow.